Apple hat soeben ein weiteres kostenloses Update für Final Cut Pro veröffentlicht. Und ja, unter anderem haben sie jetzt etwas hinzugefügt, was allgemein als Dupe Detection bezeichnet wird und was Final Cut Pro doppelte Bereiche nennt. Wie das Ganze funktioniert und wie es die einzigartigste und meiner Meinung nach intelligenteste Implementierung der Duplikatserkennung ist, die es gibt, ist das, was wir uns jetzt ansehen wollen. Robin hier von Post Professionals und wieder einmal wollen wir über Final Cut Pro, Motion und Compressor und die wichtigsten Funktionen und Änderungen sprechen, die mit dem 10.6.2 Update eingeführt wurden. Du kannst auch schnell durch die einzelnen Kapitel navigieren, indem du die Kapitel hier unten oder im Index in der Beschreibung anklickst. Und wenn du neu hier auf dem Kanal bist und nach einem umfassenden Training für Final Cut Pro auf Deutsch suchst, wo du wirklich alles Wichtige über Final Cut Pro lernen kannst, was es zu lernen gibt, dann schau gerne bei uns auf der Seite vorbei. Der Link dahin auch in der Beschreibung. Aber genug davon, kommen wir nun zu den doppelten Bereichen. Zunächst einmal, was ist Dupe Detection oder in diesem Fall, was sind doppelte Bereiche? Und wer braucht die überhaupt? Nun, um die letzte Frage zu beantworten, es ist etwas, das Editoren von Langform- und narrativen Filmen in der Regel am meisten brauchen. Im Grunde ist es ein Werkzeug, mit dem du feststellen kannst, ob du versehentlich eine Aufnahme in sehr langen und möglicherweise unübersichtlichen Projekten mehrfach verwendet hast. Das kann ein ganzer Clip sein, egal ob Video oder Audio oder auch nur ein paar Frames desselben Clips, aber auch andere Medien, die du in deinem Event hast, wie zum Beispiel Standbilder oder sogar ein zusammengesetzter Clip. Nur nicht mit so etwas wie einem Titel oder einem Generator, denn während du natürlich denselben Titel mehrmals verwenden kannst, kann und wird der Inhalt höchstwahrscheinlich völlig unterschiedlich sein. Sie jedes Mal also als Duplikat zu markieren, wäre meiner Meinung nach also recht unsinnig. Ich habe hier eine recht einfache Timeline und um zu sehen, ob es Duplikate gibt oder nicht, muss ich einfach die doppelten Bereiche aktivieren. Dazu kann ich entweder in das Menü Darstellung oder noch einfacher in das Clip-Erscheinungsbild-Menü oben links über der Timeline gehen. Hier gibt es unten ein neues Kontrollkästchen mit der Bezeichnung doppelte Bereiche. Sobald es aktiviert ist, werden doppelte Clips oder Frames in der Timeline mit schraffierten Linien über die doppelten Abschnitte am oberen Rand markiert. Wenn man seine Timeline zurückgezoomt hat oder es sich um ein sehr langes Projekt handelt, bei dem die Clips sehr klein angezeigt werden, ist es natürlich etwas schwieriger, die Bereiche zu erkennen. Ich kann natürlich auch einfach in die Timeline des Projekts hineinzoomen, bis sie leichter zu erkennen sind. Was ich jedoch für eine sehr clevere Alternative halte, ist, einfach das ohnehin schon einzigartige Timeline-Indexfenster von Final Cut auf der linken Seite zu öffnen und den Clips-Bereich auszuwählen. Hier kann ich jetzt durch die Liste aller in meinem Projekt verwendeten Clips scrollen und wenn ich genau hinschaue, sehe ich mehrere Clips, die mit demselben Rautenmuster markiert sind wie die Clips in der Timeline. Das markiert natürlich alle doppelten Clips oder Clips, die nur eine Reihe von Frames haben, die mehrfach verwendet wurden. Und während einige Leute wohl eine Farbkodierung in der Timeline für jeden einzelnen Satz von Duplikaten zu vermissen scheinen, finde ich das, was Apple sich ausgedacht hat, viel cleverer und effizienter, was meiner Meinung nach eben jede Art von Farbkodierung völlig überflüssig macht. Denn wenn ich wissen will, wo sich das Duplikat eines bestimmten schraffierten Clips in der Liste befindet, wähle ich es einfach aus und es wird das Duplikat oder die Duplikate in der Liste hervorgehoben. Bei längeren Projekten und vielen Clips kann die Liste natürlich sehr lang und schwer zu überschauen werden, aber ich habe ein paar Filteroptionen, um meine Suche zu vereinfachen. Da doppelte Audiodateien in den meisten Fällen beabsichtigt sein werden, zum Beispiel um Abschnitte von Musik zu loopen, macht es wahrscheinlich keinen Sinn, doppelte Audiodateien zu berücksichtigen. Ich kann also wie immer zum unteren Ende des Indexfensters gehen und von allen Medien zu nur Video wechseln. Das allein verkürzt meine Liste schon erheblich. Darüber hinaus gibt es aber auch eine neue Schnellfilteroption, die du findest, wenn du auf die Lupe links neben dem Suchfeld klickst. Wenn ich darauf klicke, erscheint ein Pop-up-Menü, in dem ich momentan nur eine Option auswählen kann, nämlich um nur Clips mit doppelten Bereichen anzuzeigen bzw. einzublenden. Wenn ich das ausgewählt habe, bekomme ich genau das. Nur eine Liste von Clips mit den schraffierten Linien. Jetzt muss ich nur noch eines der Duplikate in der Liste auswählen und wie bei jeder anderen Auswahl im Indexfenster wird der Clip auch in der Timeline ausgewählt.
Nur mit einem kleinen, aber feinen Unterschied. Der Unterschied besteht darin, dass das Duplikat des ausgewählten Clips in der Liste ebenfalls violett hervorgehoben wird, sodass ich genau weiß, welcher Clip das Duplikat ist und wo es sich befindet. Wenn ich zum Beispiel den ersten Clip in der Liste auswähle, wird mir angezeigt, dass es sich um ein Duplikat des letzten Clips in der Liste handelt, auch wenn einer der beiden umbenannt wurde. Wenn ich den zweiten und dritten Clip auswähle, wird es interessant, denn wenn ich den zweiten Clip auswähle und in die Timeline zoome, wo er sich befindet, zeigt mir das Indexfenster an, dass es ein Duplikat des dritten Clips in der Liste ist. Wenn ich aber das dritte in der Liste auswähle, sagt er mir, dass sowohl das zweite als auch das vierte ein Duplikat ist. Denn wenn ich weit genug hineinzoome, kann ich sehen, dass die zweite Instanz des Clips 2 doppelte Bereiche hat. Wenn ich den vierten Clip in der Liste auswähle, zeigt das wiederum an, dass der dritte Clip ein Duplikat ist. Mit anderen Worten, der dritte Clip weiß von den anderen beiden Duplikaten, aber die anderen beiden wissen natürlich nur von ihrem übergeordneten Clip. Wenn ich mir die schraffierten Markierungen des zweiten und vierten Clips in der Timeline ansehe, kann ich sehen, dass der erste Clip nur einen kleinen Teil seines Endes und der vierte einen Teil seines Anfangs hat, die ein Duplikat des dritten Clips sind. Jetzt muss ich nur noch entscheiden, ob das beabsichtigt war oder nicht, und wenn nicht, ist die Korrektur super einfach. Denn ich könnte zum Beispiel einfach das Trim-Werkzeug auswählen, indem ich die T-Taste drücke, damit ich auf einen der beiden Clips klicken kann, um die Clip-Inhalt-Verschieben-Funktion zu nutzen. Und das Tolle daran ist, dass ich natürlich eine Live-Aktualisierung des Status der Duplikate bekomme. Das heißt, während ich den Inhalt des ersten Clips mit dem doppelten Bereich nach rechts verschiebe, kann ich sehen, wie die schraffierten Linien auf beiden Clips langsam und synchron verschwinden. Ich muss also nur einen der beiden Clips verschieben, bis ich die schraffierten Linien auf dem einen oder anderen oder eben auf beiden nicht mehr sehe. Und wenn ich mein verbundenes Audiomaterial nicht mit verschieben möchte, kann ich natürlich auch einfach die Circumflex-Taste drücken, während ich einen Clip verschiebe, um alle Clipverbindungen vorübergehend aufzuheben. Und wenn man beim Verschieben die Liste der Duplikate im Indexfenster im Auge behält, sobald der doppelte Bereich weg ist, verliert der Clip auch die gestrichelte Linie in der Liste. Und sobald ich die Maus loslasse, verschwindet er sogar ganz aus der Liste. Natürlich könnte ich auch einfach einen der Schnittmarken verschieben, um den Clip um die doppelten Bilder einzukürzen, bis der doppelte Bereich verschwunden ist, wenn das meinen Bedürfnissen besser entspricht, oder einfach das Duplikat löschen oder ersetzen. Okay, muss ich also jedes Mal das Indexfenster öffnen, wenn ich ein Duplikat in meiner Timeline sehe, nur um herauszufinden, wo der entsprechende Clip mit demselben doppelten Bereich ist? Das klingt nach einer Menge Arbeit, um ein einfaches Duplikat zu finden, oder? Deshalb muss man das auch gar nicht. Nehmen wir an, ich möchte wissen, wo in der Timeline das Duplikat des letzten Clips ist. Ich wähle ihn einfach aus, um zu seiner Position in der Timeline zu springen, und schließe das Indexfenster wieder. Wenn der Clip ausgewählt ist, wie sage ich jetzt also Final Cut, dass es mir zeigen soll, wo sich der andere Clip oder die anderen Clips befinden, die denselben doppelten Bereich enthalten? Ganz einfach. Ich halte die Option- und Command-Taste gedrückt und drücke entweder die linke oder rechte Pfeiltaste. Damit springt Final Cut zwischen den beiden duplizierten Clips bzw. doppelten Bereiche hin und her. Da es in diesem Fall nur ein Duplikat gibt, spielt es keine Rolle, ob ich die linke oder rechte Pfeiltaste drücke, es wird immer zum anderen vorhandenen Duplikat gewechselt. Andernfalls müsste ich wissen, auf welcher Seite des Clips sich ein Duplikat befindet, um es zu erreichen, was den Sinn des Kürzels irgendwie zunichte machen würde. Im Fall des dreifachen Duplikats springt das Drücken des Kürzels nur zwischen sich selbst und dem Duplikat rechts vom mittleren und umgekehrt, wenn ich die linke Pfeiltaste drücke. Und auch hier kann ich in jedem Fall entscheiden, ob ein Duplikat beabsichtigt ist oder nicht, und es nach Bedarf bearbeiten, löschen oder ersetzen. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Zumindest in dieser Version werden neu getimte Clips nicht als Duplikat erkannt. Das heißt, wenn ich eines meiner Duplikate aus der Liste auswähle und Command R drücke, um den Retiming Editor zu aktivieren, und ihn nun verlangsame oder beschleunige, indem ich an einem Ende des Clips ziehe, können wir sehen, dass er seine gestrichelte Linie am oberen Rand verliert und auch aus der Liste der doppelten Bereiche verschwindet.
Das heißt also auch, dass einen getimten Clip mit gedrückter Option-Taste zu ziehen, um ihn zu duplizieren, wird daraufhin ebenfalls nicht als Duplikat angezeigt. Das sind also die einzigen Duplikate, die du im Moment noch selbst im Auge behalten musst. Aber das wird sich in einem zukünftigen Update sicher ändern. Und wie gefällt dir die Implementierung der doppelten Bereiche? Fehlt dir was oder würdest du etwas anders haben wollen? Gehörst du zu denen, die sich schon seit Jahren danach sehen? Dann sag uns das gerne unten in den Kommentaren. Ich tue mein Bestes, auch alle Fragen zu beantworten, die aufkommen. Also, gib mir was zu tun. Ich hoffe jedenfalls, ihr konntet etwas aus dem Ganzen lernen und dass viele, wenn nicht alle Informationen, die ich für euch zusammengesucht habe, für euch von Nutzen waren. Wenn ja, unbedingt einen Daumen hoch spendieren oder noch besser einen Klick auf den Abo-Knopf und die Glocke. Noch zur Erinnerung, es verstecken sich hier auf dem Kanal rund um Final Cut Pro Motion und andere viele Informationen, also stöbert vielleicht ein wenig. Wie zum Beispiel diese Videos hier unten, was YouTube meint, du auch gesehen haben musst. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr die Zeit genommen habt, einzuschalten und hoffe, euch auch im nächsten Video wiederzusehen. Vielen Dank und passt auf euch auf.